Hi, ich bin Bennett und wenn eure Tasche auch so oder so ähnlich aussieht, dann habe ich jetzt einen richtig guten Tipp für euch. Im Wesentlichen geht es darum, Klamotten so zu packen, dass sie nicht wie Kraut und Rüben in eurem Beutel oder euren anderen Taschen rum sind. Ich habe diesen Trick gelernt, vor allen Dingen zu einer Zeit, als ich noch viel mit Ryanair geflogen bin und man möglichst viel in so einen kleinen Carry-on-Handgepäckskoffer bringen musste. Der Trick ist, dass man Klamotten rollen kann. Ja, man kann die einfach so aufrollen, theoretisch, dann nehmen sie schon am wenigsten Platz weg. Aber was dann immer noch passiert, gerade wenn man die in so einer Tasche hat oder alles in so einer großen Tasche hat, dann, wie wir es gerade gesehen haben, man wühlt da drin und irgendwann ist alles ein riesiger Wusthaufen. Deswegen gibt es einen Trick, wie man zumindest ein bisschen mehr Ordnung in der Tasche kriegen kann. Dafür rollt man die Klamotten und zwar so, dass sie nicht mehr auseinanderfliegen können. Ich habe hier ein T-Shirt und es geht relativ simpel. Es ist immer das gleiche Prinzip. Man nimmt sich die Unterseite, schlägt die um, so 5 bis 10 cm. Das muss man relativ gut üben, welche Klamotten da wie viel Platz brauchen. Und dann ist es relativ einfach. Man legt das hier zusammen. Man kann das auch sehr ordentlich machen. Umdrehen und dann von unten aufrollen. Schön eng oder sehr gerade, sehr ordentlich. Und wenn man dann am Ende angekommen ist, hat man hier so einen kleinen Beutel. Und dann kann man den so drumherum machen und bekommt so ein Paket, das dann in sich nicht mehr aufgehen kann. Also das ist wirklich, ich kann das in der Tasche rumwühlen und rummachen und hier meine ganze Tasche durchwühlen. Ich kann die auch komplett einmal auskippen. Diese Rolle wird jetzt immer genau so bleiben und ich weiß, dass das hier zumindest ein frisches T-Shirt ist, das ich noch zur Verfügung habe. Und das Prinzip funktioniert wirklich für alle Sachen. Je fester der Stoff wird, desto schwieriger wird es und je größer die Sachen werden, desto schwieriger wird es auch. Aber man kriegt es prinzipiell auch mit sehr, sehr festen Daunensachen hin. Zum Beispiel, damit ihr das auch mal gesehen habt, hier dicker Pulli, schön gefüttert. Laufklamotten Decathlon, sehr günstig. Aber auch hier umschlagen sind diesmal ein bisschen mehr, ist wahrscheinlich jetzt schon wieder zu viel. Ich nehme dann die Arme meistens bei diesen Klamotten und packe die dann hier noch so über Kreuz quer rein. Jetzt kann man sich überlegen, es ist zwar ein Pulli, ich schlage den jetzt mal nicht ganz so dick ein. Und auch hier wieder schön eng rollen und dann am Ende hat man seine kleine Tasche und hat wieder eine sehr feste Rolle, die so nicht mehr auseinander geht. Das funktioniert wirklich für alles. Pulli oder auch Hemden. Hemden, ganz einfaches Prinzip. Ich mache mal nicht alle Knöpfe zu, ich mache immer nur ein paar zu. Wichtig ist, den obersten zuzumachen, wenn man halt auch mal ein bisschen was Schickeres und nicht nur Funktionsklamotten mit haben will. Und dann einfach hier ein paar Knöpfe zu. Wie gesagt, wichtig der oberste und der unterste. Und dann auch wieder hier gleiches Prinzip. Das ist jetzt hier unten ein bisschen offener, deswegen schlage ich ein bisschen mehr um. Ärmel wieder rein. Wie gesagt, man kann das auch, wenn man sich da Mühe gibt, fast knitterfrei hinkriegen. Einmal, zweimal. Und dann, hier ist der Stoff nicht so flexibel, aber wenn man es einmal über den Punkt drüber gekriegt hat, dann ist auch dieses Jeanshemd eine kompakte, feste Rolle. Königsdisziplin, Jeans. Fester Stoff, dicker Stoff und dazu noch Taschen. Gleiches Prinzip, wir schlagen die Hose um. Da geht schon los, da muss man darauf achten, dass man halt hier wirklich genug umschlägt. Kriegt man hier so eine Hose. Wenn man die so umschlägt,
dann ist es bei den Hosen meistens so, dass dann irgendwie aus irgendeinem Grund ein Bein immer kürzer ist als das andere. Deswegen, ich lege die dann immer so, dass das kürzere quasi oben ist. Das ist vom Einrollen praktischer. Und hier wird es dann schon ein bisschen schwieriger, das umzuschlagen. Aber wenn man das ein bisschen geübt hat, kriegt man das tatsächlich hin. Und damit haben wir auch hier wieder eine Rolle, die mir jetzt abgehauen ist. So könnt ihr jedes Klamottending rollen und dann fest in eurer Motorradtasche, in jedem Koffer, in jedweder Art von Gepäck mit euch rumtragen und habt deutlich mehr Ordnung und vor allen Dingen halt deutlich weniger Wühlen in der Tasche, weil ihr halt diese kompakten Pakete habt. Die zweite Stufe ist Sets von Klamotten. Sets von Klamotten heißt, wenn ich jetzt einen Tag weiß, okay, ich habe jetzt wechsle immer meine Klamotten für jeden Tag oder alle 2 Tage oder wie auch immer. Sagen wir Motorradtour, T-Shirt, Socken, Unterhose. Und wenn ich die jetzt kombiniert haben möchte, dann gehe ich quasi ein bisschen minimal anders vor. Es gibt auch noch andere Kombinationssets, die findet man gerne im Internet. Aber in dem Fall gehe ich ein bisschen anders vor. Es ist trotzdem wieder das gleiche Prinzip. Ungefähr so wie ich das T-Shirt auch gerollt hätte, rolle ich das jetzt auch oder falte ich das jetzt auch auf die Größenordnung. Und dann wird jetzt ein bisschen gelayert. Schauen wir mal, dass man möglichst dünn bleibt. Also die Unterhose geht jetzt hier quasi nur einmal rein. Und dann kommen wir jetzt Trick 17. Die Socken gehen von jeder Seite mit ihrem oberen Teil nach außen. Und dann rollt man das exakt so wie die anderen Sachen auch. Und wenn ich oben angekommen bin, schlinge ich die Socken hier einfach von außen drumherum und habe hier quasi meine Rolle, ein Outfit für den Tag zusammengepackt und ich weiß, das hier ist quasi einmal Unterhose, einmal T-Shirt, einmal Paar Socken. Settechnisch mache ich das gerne mit meinem Winterset. Also wenn ich damit plane, in kalten Temperaturen zu fahren, aber die trotzdem dabei haben muss, weil es halt passieren könnte, dass es einfach einen Wetterumschwung gibt, dann ist das quasi genau das. Ich habe hier quasi meine Winter-Ski-Unterwäsche für kalte Tage, lange Unterhose, Longsleeve, dicke Socken und der Pulli und genau das gleiche Prinzip. Ich lege den jetzt ungefähr so, wie ich ihn auch normal einzeln gerollt hätte. So schön über Kreuz. Das gleiche für das Longsleeve. Das sind jetzt hier Socken aus dem Jagdsport. Die sind fürs Ansitzen gedacht. Die halten auf jeden Fall warm. Hier kann man jetzt schon sehen, dadurch, dass das lange Socken sind, gehen die jetzt quasi so ein bisschen, sind die eigentlich ein bisschen too much. Deswegen lege ich die jetzt so und so einmal doppelt, dass hier das Oberteil nur so ein bisschen rausguckt. Das gleiche auf der Seite. Aber wenn man sich diese Mühe macht, quasi einmal, wenn man beim Packen ist, seine Klamotten in diese Form bringt, dann hat man hier quasi eine kompakte Rolle für den Moment, wo man sich denkt, ach fuck, es sind nicht mehr 20 Grad, es sind nur noch 10 Grad und es regnet in Strömen und ich fahre auch noch in die Berge, wo es wahrscheinlich 5 Grad sind. Ich brauche ziehe heute mal meine Winterklamotten an, dann muss ich nicht in der Tasche wühlen, sondern dieses kompakte Paket, das dann einfach so aus der Tasche kann und das halt in der Tasche auch nicht mehr aufgeht. Wenn ihr noch Tricks zum Packen habt, lasst es mich wissen.
Schreibt es mir in die Kommentare und ansonsten ciao.